Hannah Bethke ist bei mir aus der Welt Innenpolitik. Schön, dass du hier bist. Jetzt muss man ja sagen, Friedrich Merz macht aber in der Migration ganz schön Druck. Wird das diese Klausurtagung überlagern? Was heißt überlagern? Es wird ein zentrales Thema sein von vielen. Die SPD ist, wie wir alle wissen, in einem ziemlich schlechten Zustand nach der Wahlschlappe in Thüringen und Sachsen. Und sie wird, finde ich, diese Zeit müsste sie eigentlich nutzen, um sich einmal ganz klar und neu noch mal zu orientieren, wohin die Partei eigentlich gehen will, wofür die Sozialdemokratie in diesem Land steht. Jetzt haben wir Kevin Kühnert ja nach der Wahl auch immer wieder gehört, man müsse Politik besser erklären. Das hat man ja immer wieder gehört. Reicht das denn oder müssen die Sozialdemokraten sich da nicht mal ein bisschen mehr Inhalte überlegen? Na, ich finde diese Reaktion ausgesprochen dürftig. Es ist zwar richtig, dass die SPD und insbesondere unser Bundeskanzler ein schwerwiegendes Problem mit politischer Kommunikation haben, aber das ist natürlich nicht die alleinige Ursache. Die Ursache für das Versagen der SPD liegt in ihrer Politik. Es liegt daran, dass sie seit Jahren ihre einzige Klientel verloren hat, weil sie an den Belangen ihrer einzigen Stammwählerschaft vorbeispricht und bisher keinen Weg gefunden hat, sie zurückzufinden. Also es kann ja nicht sein, dass sie sich mit 5-6% plötzlich zufrieden gibt. Sie war mal eine Volkspartei, die Massen gebunden hat, auch wenn man sagen muss, dass sie traditionell jetzt schon seit längerer Zeit in diesen östlichen Regionen nicht besonders gut abschneidet. Aber man muss festhalten, es ist eine existenzielle Krise, in der sich die SPD befindet. Jetzt wird es in Brandenburg vielleicht nicht so übel laufen wie in Thüringen und Sachsen, aber richtig gut wahrscheinlich auch nicht. Wie geht es dann weiter? Ich meine, sind dann Esken, sind dann Kühnert, vielleicht auch Scholz, sind die überhaupt noch die Richtigen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Am 22. September wird in Brandenburg gewählt. Seit 1990 stellt die SPD da den Ministerpräsidenten. Wenn sie diesen Posten jetzt verliert, dann wird das Problem immens für die SPD. Dann wird sie auch die Frage stellen müssen wir personelle Konsequenzen ziehen. Im Moment halten sich offiziell nach außen noch alle ziemlich bedeckt. Sie werden natürlich jetzt den Teufel tun, irgendwelche großen personellen Fragen in den Raum zu stellen, so kurz vor der Wahl. Aber Dietmar Woidke, der amtierende Ministerpräsident der SPD in Brandenburg, hat ja schon gesagt, er macht das nur ein weiteres Mal, wenn die SPD auf Platz 1 steht. Im Moment, laut aktuellen Umfragen, steht die AfD auf Platz 1. Und es ist noch nicht so absehbar, wie es ausgehen wird. Man sieht ja jetzt auch, in Thüringen und Sachsen stehen die Parteien im Prinzip vor fast einer Unregierbarkeit. Und das wollen die Wähler ganz sicher auch nicht. Vielleicht beeinflusst das noch ihre Wahlentscheidung am 22. September. Was würde das denn bedeuten, wenn ein aus SPD-Sicht negativer Wahl in Brandenburg tatsächlich stattfindet? Ampel, war es das dann? Sie meinen jetzt auf Bundesebene, ob das die Konsequenz dann wäre? Ja, diese Frage steht im Raum, die steht ja schon länger im Raum. Ich glaube aber nach wie vor nicht, dass die Ampel vor dem Ende ihrer Legislatur aufgeben wird, weil keine der regierenden Parteien etwas davon hätte und weil alle bürgerlichen Parteien, hoffe ich zumindest, auch ihre Verantwortung kennen, die sie jetzt gerade in diesem Krisenjahr, in dieser Krisenzeit haben, mit einer sehr, sehr starken AfD. Es wäre hochgefährlich, jetzt da auszutreten, denn das könnte, wenn es dann Neuwahlen zur Folge hätte, könnte das bedeuten, dass die AfD auch auf Bundesebene sehr, sehr viele Stimmen bekommt. Und das ist ja nicht im Interesse der SPD, das ist auch nicht im Interesse der CDU-Opposition. Also insofern verstehe ich da diese, wie ich finde, etwas fahrlässigen Forderungen nach Neuwahlen auch nicht so richtig. Hannah Bethke aus der Welt Innenpolitik. Vielen Dank für den Besuch. Gern.